In diesem Video geht es um das Thema Systemtest. Das hier ist das neue und verbesserte System für die Platin-Gruppe. Wir haben jetzt hier 2 Signale und auch einige andere Dinge wurden verändert, und in diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie man so ein System testet. Um das zu tun, müssen wir im MetaTrader zunächst einmal den richtigen Expert Advisor auswählen. Ich habe jetzt hier im Strategietester die Version vom 14.07. ausgewählt, und das ist bereits das erste Kriterium. Man sollte, wenn man ein neues System erstellt, immer eine neue Version für jede Veränderung erstellen, auch wenn das etwas mehr Arbeit bedeutet. Aber dann hat man immer die Möglichkeit, zur letzten funktionierenden Version zurückzukehren, wenn man mal einen Fehler gemacht hat. Das hier ist das Tagesdatum, der 20.07.2023. Ich möchte also für ein komplettes Jahr testen. Und hier unter der Reiterkarte Eingaben stelle ich zunächst einmal alles auf die Standardwerte ein. Wenn ich jetzt hier den Test starte, dann sehe ich den Strategietester mit den Angaben auf dem Chart. Wir wollen uns aber etwas Zeit sparen, darum halte ich das hier mal an. Und wir machen den Test ohne den visuellen Modus. Der sollte in der optimierten Version relativ zügig vonstatten gehen. Hier wird bereits angezeigt, wie sich der Verlauf entwickelt. Die Gesamttestzeit wird hier mit etwa 2 Minuten angegeben. Und ich werde gleich das Video vorspulen bis zum Ende des Tests, um zu zeigen, was für ein Ergebnis dabei herauskommt. So wie man sieht, hat das System überlebt, aber wir haben natürlich hier keinen Profit gemacht. Der Grund dafür ist, die Standardeinstellungen sind dafür gedacht, über einen langen Zeitraum von 10 oder mehr Jahren ein System langfristig profitabel zu machen. Das kann aber für einzelne Jahre mal falsch sein. Und natürlich kann man solche Werte jetzt optimieren. Wir fangen hier mal an, indem wir die Werte für die Kurve und für die Positionsgröße verändern und starten den Test erneut. Okay, der zweite Strategietest ist durch. Das sieht schon ganz gut aus. Das könnte allerdings hier deutlich profitabler sein. Also gehe ich im nächsten Schritt jeweils etwas höher mit diesen beiden Werten und starte den Test nochmal. Auch das hat funktioniert, aber profitabel ist das noch nicht. Setzen wir mal die Positionsgröße auf das Vierfache, denn die Drawdowns hier waren nicht wirklich hoch. Und schauen wir mal, ob wir das optimieren können. So, auch dieser Test ist fertig und diesmal liegen wir bei etwa 11,3% Profit mit einem moderaten Risiko. Das ist in etwa das, was ich als realistische Gewinnerwartung sehe. Natürlich kann man jetzt hier mit diesen Werten auch viel, viel höher gehen, aber das würde nicht für jedes Jahr funktionieren. Im Jahr 2003 habe ich mit meinen Tests begonnen. Ich könnte das hier entsprechend umstellen. Und das würde dann mit den Standardeinstellungen für 20 Jahre funktionieren. Aber ich bin ziemlich sicher, dass diese Einstellungen hier an irgendeinem Punkt in diesem Langzeittest zu aggressiv wären. Wir können ja einfach mal testen, indem wir die Werte hier nochmal verdoppeln und schauen, was passiert. So, auch dieser Strategietest ist zu Ende. Und diesmal hätten wir 45.000 Gewinn gemacht. Das wären 45% für ein 100.000 $ Konto. Und das sieht natürlich auf diesem Diagramm hier alles total einfach und geschmeidig aus. Aber die Leute, die im Trading wirklich Profit machen, sind die Leute, die solche Drawdowns hier aushalten können, ohne ihr eigenes System zu manipulieren. Und das geht immer dann am besten, wenn man das Geld nicht braucht. Und ich glaube, dass der Anteil der Platin-Mitglieder, die die Nerven haben, solche Drawdowns auszuhalten und die auch das nötige Geld haben, um solche Entwicklungen hier durchzustehen, überdurchschnittlich hoch ist. Und wenn Sie bereits ein Platin-Mitglied sind, dann können Sie in den nächsten Wochen die neue Version vom Platin-System als optionales Update einsetzen. Ich selbst mag keine Zwangsupdates, deswegen gibt es immer die Möglichkeit, auch die bisher bewährte Version weiter zu benutzen. Ich werde die nächsten Tage dazu nutzen, noch einige ausgiebige Tests durchzuführen.
um sicherzustellen, dass das System nicht mit gravierenden Fehlern ausgeliefert wird. Trotzdem kann man sagen, dass das hier immer noch eine Version im Beta-Status ist. Wenn ich hier oben mal draufklicke, dann sieht man, wie viele Tests ich jeden Tag mache. Und die grundsätzliche Idee dabei ist es, ein solches System immer stabiler zu machen. Und da gibt es eigentlich nichts, was besser dafür geeignet ist, als eine große Anzahl von realitätsnahen Tests. Ich glaube, das war es soweit für dieses Video. Auch dieser Test sollte in wenigen Sekunden beendet sein. Ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden, denn diesmal hätten wir 55.000 € Profit gemacht mit einem 100.000 $ Konto. Das war's soweit. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.